Hoch auf dem gelben Wagen sieht sich mein Schwager vor. Vorwärts die Rosse traben. Mach noch mal aus, fang noch mal an. Und dann erzähl mir mal, was ich erzählen soll. Du bist dir darüber im Klaren, dass das jetzt lange dauert. Ich bin langsam, wenn ich müde bin. Warum bist du denn so müde? Es ist ja auch schon 8:32 Uhr. Ich komm noch mal rein. Das klingt jetzt gar nicht so dramatisch. Denn es ist ja auch schon 8:32 Uhr. Aber wir sind ja hier in Frankfurt und wir mussten hier erst noch herkommen. Und das heißt, wir sind abhängig davon, wer wann wo abgeholt wurde. Zwischen 3 Uhr und 4 Uhr früh abgeholt worden. Das tat ein bisschen weh. Und tut es noch. Und ich freue mich aufs Flugzeug. Denn da werde ich gleich die Äuglein schließen und schlafen. Wo fliegen wir denn hin? Das ist mir gerade total egal. On another note. Wir sind am Flughafen Frankfurt angekommen. Wir sind heute Morgen tatsächlich pünktlich losgekommen. 3:30 war meine Abholzeit. Das hat auch geklappt. Ja, wir sind, es ist zu früh. Jetzt nicht mehr, aber für uns immer noch. Ich rede wirr. Sascha hat uns schon wieder verlassen. Er hat uns nur zum Flughafen gefahren. Und jetzt müssen wir eine US-Reise ohne Sascha schaffen. Es wird schwierig. Wir stinken schon nach neuem Parfüm, weil wir jetzt Zeit haben und im Duty Free waren. Duty Free. Soll ich nochmal Duty Free sagen? Duty Free? Duty Free. Ja, und jetzt fliegen wir gleich mit British Airways nach London Heathrow. Und dann fliegen wir von London Heathrow nach Philadelphia. Allerdings mit American Airlines. Wenn ich ein Vöglein wär und ich 2 Flügel. So, Paul hinter der Kamera platzt schon bald, weil wir später losfliegen. Inzwischen ist es ja immerhin schon so, dass wir in ungefähr 20 Minuten mit dem... Was sagten die da gerade, Herr Launcher? Nee. Nur hat schon Stimmen. Was ist in dem Kaffee hier drin? Ach, doch nur eine Prise Whisky. Prise Whisky. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute live aus Heathrow, Verspätung bei American Airlines. Also, schöne wir haben gerade Snacks und Wasser bekommen, denn unser Flug hat mittlerweile schon, wie spät ist es? 1,5 Stunden Verspätung und uns wurde gerade 2 Stunden Verspätung und uns wurde gerade gesagt, dass es nicht losgeht, bevor unser Flug 3,5 Stunden Verspätung haben wird. Es ist 18:30 Uhr. Wir sind mittlerweile seit über 6 Stunden hier auf diesem Flughafen. Vor über 4 Stunden hätten wir abfliegen sollen. Und es ist immer noch nicht klar, ob wir es heute aus Britannien rausschaffen. Einfach nur warten. Die ganze Zeit nur warten. Das ist so langweilig. Warum man auch unbedingt mit American Airlines fliegen muss. Das heißt, wir haben ja über BA gebucht. Die Flugzeuge sind auch alle geflogen, haben wir gesehen, sind alle von hier weggeflogen. Moment, es ist jetzt 2, 19, sind 18 Stunden 40. Seit 18 Stunden 40 bin ich jetzt wach. Nach 2 Stunden Schlaf. Und es geht nicht vorwärts. Und es steht ja noch ein 8-Stunden-Flug bevor. Der Urlaub geht total gut los. Ich gleich weit doch im Traum. Hallo, lustige Bande. A holiday in Heathrow on the M4. We're still not in America. And we won't be for another long trip. Ja, jetzt geht's ganz früh wieder zurück zum Flughafen.
Heute fliegen wir probeweise noch mal ein bisschen durch die EU, um unsere Ökobilanz ein bisschen aufzubessern. Wir schießen jetzt über den Teich wieder hinüber auf den Kontinent und landen im wunderschönen Madrid und freuen uns dann dort umsteigen zu dürfen, um dann heute Mittag nach Philadelphia nun endlich doch zu fliegen. Hoffentlich geht das dann wie geschmiert. Und dann hoffen wir, dass wir die 10 Stunden Autofahrt nach Hickory im Anschluss gut überstehen und dann morgen ausschlafen zu können. Der erste Auftritt ist erst um 5 am Dienstag, also morgen. Juhu, mehrere Stunden im Metallröhr. Ihm Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt, dem will er seine Wunder weisen, im Berg und Wald und Strom und Feld. Welcome to America. Wir haben es geschafft. Das heißt, eigentlich theoretisch richtig gesehen waren wir in Dublin schon in den USA, aber jetzt sind wir auch physisch auf Festland USA in Philadelphia. Soll ich das nochmal machen, weil es nicht auf der Kamera war? In Philadelphia. Selbst diese beiden Leute. Wir haben es auch geschafft, nachdem uns die Grenzkontrolle also nicht vertraut hat. Ja, die haben uns rausgezogen und dann noch mussten wir ewig warten, bis wirklich so 5 Minuten vor Ende des Boardings, wo sie dann gesagt haben, ist okay, jetzt können sie gehen. Schönen Flug. Ben holt gerade unsere Koffer. Die sind nämlich schon da. Ich bin auf der anderen Seite, aber ich weiß nicht, wie die aussehen. Was haben wir noch? Ich gehe mal gucken. Wir müssen jetzt noch ungefähr 9 bis 10 Stunden nach Hickory fahren. Das ist halb durch die ganze Ostküste oder so ähnlich. Auf jeden Fall sehr, sehr lang. Davor gehen wir noch mal ein bisschen Wasser kaufen und hoffen erstmal, dass das Auto überhaupt da ist. Mal sehen. Die Trägen, die zu Hause liegen, erquicken. Haben wir alle Taschen, bevor wir jetzt wegfahren? Entschuldigung, erzähl mal, was passiert ist. Ben fährt Auto Jawohl. in Philadelphia. Und gleich beim ersten Mal anfahren haben die Reifen durchgedreht. Ja, wir sind gerade auf der Suche nach einer Cashmaschine und Wasser. Hier, du musst mal kurz zeigen, wie ich da sitze. Das ist ganz hochgradig irritierend. Nein, ausnahmsweise nicht, sondern einfach hochgradig unbequem. Und wenn wir dann, Dafür, dass das hier so eine übelsten Panzer sind, mit denen wir durch die Gegend wenn wir dann nach North Carolina muss ich mal noch anschnallen, oder? die Grenze überqueren, dann haben wir ein Pennsylvania. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen, am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweigt. Auf geht's in die Lobby. Hoch auf dem gelben Wagen sitzt ich beim Schwager vor. Vorwärts die Rosse traben, lustig schmettert Wo sind die Kollegen? Da sind die Kollegen. Durch da muss Guten Morgen. Guten Morgen. Na gut, guten Morgen. Erste Mahlzeit des Tages. Es ist auch erst um 12. Was ist denn draußen los? Guck mal. Tropical. Muss ich dir jetzt sagen, dass es regnet? Wie aus Eimern? Echt jetzt? Cats and Dogs. Katzendogs. So gerade. Wir sind jetzt, wohin sind wir jetzt unterwegs? Erstmal, wo sind wir? Wir sind jetzt gerade auf dem Parkplatz unserer Unterkunft, die eigentlich ganz schön ist, muss ich sagen. Ein nettes Hotelchen. Raus. Und rein. Und Action. Hallo, Hallo. wir fahren jetzt zur Lenorein University Die uns für 2 Tage eingeladen hat. und treffen uns mit Judith Burbank, um zusammen Mittag zu essen. Und danach? Und dann machen wir eine kurze Stellprobe in Grace Chapel, wo wir heute Abend ein Konzert singen. Und dann fahren wir wieder ins Hotel. Wie war denn so gestern noch die Fahrt? Ich glaube, da haben wir noch nicht viele Eindrücke von. Ich
Ich kann die Fahrt mit einem Wort sehr gut zusammenfassen. Lang. It's absurdly wet. Oh my fucking God! What is going on? Das Grace Chapel in Lenoir University, Ort des heutigen Workshops und des Konzerts. 2017 hatten wir schon mal das Vergnügen, in dieser wunderschönen Kirche zu singen. Wie dem auch sei, wir freuen uns auf den heutigen Abend. Es wird ganz großartig. Und es ist großartig, wieder hier zu sein, in so vielen Erinnerungen zu schwelgen, wie wir alle auf der Damentoilette gesessen haben und uns vor dem Tornado geschützt haben. Wir hoffen, das passiert heute nicht nochmal. Ben, wo sind wir hier gerade? So, wir sind jetzt gerade in der Damentoilette. Grace Chapel, Lenore-Rhyne College. Und wir haben jetzt unsere Probe fertig gemacht und dann kam eine Nachricht, dass wir nicht weg dürfen. So, in English, we're not allowed to leave this church because there is a tornado coming our way and it's going to barrel over this church like a freight train and we will be protected in this bunker of a toilet. So, nachdem wir da drinnen fast erfroren sind, weil es wirklich einfach so stark runtergekühlt ist. Kann man bestimmt schneiden, dass wenn ich jetzt mit meinen übelst kalten Fingern die Linse berühre, dass es dann frostelt. Toll, jetzt nochmal ein Fleck drauf. Und jetzt gehen wir wieder zum Auto und wärmen uns in dieser herrlichen Sonne. Wie viel Grad sind gefühlt? Alle. Ja, es ist wundervolles Wetter, nachdem es heute Morgen also dezent geschüttet hat. Es ist Badewetter. Es Ja? ist Badewetter. Andersrum hätte es sein Es müssen. ist wirklich Badewetter. Hätten wir auch baden können. Wir mussten Chewie davon abhalten, da in den Teich zu springen. Wir konnten ihn nicht abhalten. Wir danken allen unseren Unterstützern und Patrons, besonders unseren Countertenören. A huge thank you goes to all our supporters and patrons, especially to our countertenors, Marion and Andreas Nille.